Wisst ihr eigentlich, wie die Schärfentiefe funktioniert? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Stark vereinfacht. Ich bin der Achim und wir schauen uns heute das Thema des Bokehs bzw. der Schärfentiefe an. Als allererstes versuche ich euch den physikalischen Effekt zu erklären. Dann übertragen wir das Ganze auf die Kamera und zum Schluss gehen wir ein bisschen in die praktische Fotografie mit dem Bokeh ein. Ja, heute geht es vor allem um die Blende. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was ein Blendenwert bzw. eine weit geöffnete Blende ist, könnt ihr gerne in einem vorherigen Video von mir, ich blende es mal hier oben ein, nachschauen und dort die Grundlagen für das heutige Video euch aneignen. Heute wird es technisch bzw. physikalisch, aber keine Angst, wir bekommen das einfach hin. Okay, schauen wir uns noch kurz die Grundlagen an. Wir haben eine Sammellinse, dort fällt Umgebungslicht ein. Die Sammellinse fokussiert das Ganze auf den Brennpunkt in dem Abstand der Brennweite. Bringen wir jetzt eine Blende ins System ein, sehen wir, dass die äußeren Bereiche, also die Lichtstrahlen mit der steilen Flanke, eben abgeschnitten werden. Wenn wir uns jetzt den Brennpunkt etwas genauer anschauen, sehen wir, dass die steilen Lichtstrahlen fehlen und sich der Brennpunkt verbreitert. Das heißt, dass der Schärfenbereich sich entsprechend vergrößert. Schließt man die Blende jetzt weiter, dann flacht man das Licht noch weiter ab und der Schärfenbereich, der vergrößert sich. Side-Fact: Schließt man die Blende zu weit, kann es zu einer sogenannten Beugungsinterferenz kommen. Das heißt, es entstehen dunkle und helle Lichtbereiche im Bild. Das möchte man nicht unbedingt haben. Oder man setzt es als Stilelement ein. So, ich denke, das Grundprinzip ist jetzt soweit klar. Jetzt steigen wir noch ein wenig tiefer in die Physik ein und übertragen das Ganze auf das Kamerasystem. Okay, dafür schauen wir mal auf die Abbildung hier. Wir wollen jetzt ein Objekt G fotografieren. Der Punkt G, der wird transformiert auf den Punkt B. Warum? Der Punkt B ist jetzt die Mitte des Pixels vom Fotosensor. Dann haben wir noch einen Punkt N, der beschreibt die maximale Schärfe im Vordergrund der Aufnahme. Der wird wiederum transformiert auf den Punkt N1. Der ist darüber definiert über die maximale Höhe bzw. Breite des Fotopixels. Und den Punkt E, der beschreibt die Schärfe im Hintergrund der Aufnahme. Der wird transformiert auf E1. Was wiederum definiert ist über den Schnittpunkt vor dem Fotopixel auf die maximale Breite bzw. Höhe des Pixels. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Nun bringen wir eine Blende ins System und ja, was sehen wir da? Die Lichtmenge wird natürlich vermindert und die eintretenden Lichtstrahlen werden abgeflacht. Und das hat zur Folge, dass die Transformation der Punkte am Fotosensor sich eben verändert. In dem Fall gehen die Punkte weiter auseinander, was die Vergrößerung des Schärfebereichs eben zur Folge hat. Und hier ist es natürlich so, wenn man die Blende jetzt weiter schließt, ist das eintretende Licht weiter abgeflacht und der Schärfebereich vergrößert sich immer mehr. Aber nun genug mit Physik und Technik, kommen wir zur praktischen Fotografie. Was kann man denn eigentlich mit der Schärfentiefe machen? In der Regel kann man die Schärfentiefe als Stilmittel einsetzen, zum Beispiel in der Porträt- oder Produktfotografie, um das Motiv noch besser hervorzuheben. Hier mal zwei Beispiele, wie sowas aussehen könnte. Mit der Blende kann man also den minimalen und maximalen Bereich der Schärfe im Motiv einstellen. Wenn wir nun diese Vase zum Beispiel fotografieren wollen und wollen einen schönen unscharfen Hintergrund haben, dürfen wir die Vase nicht direkt vor den Hintergrund stellen, sondern wir müssen eine gewisse Distanz zum Hintergrund schaffen, weil eben sonst der Hintergrund im Schärfebereich liegt, selbst wenn man eine minimale Blende hat. Ich habe mal für euch unterschiedliche Aufnahmen gemacht. Einmal natürlich zu nah am Hintergrund, was wir ja gerade schon erklärt haben, dass der Effekt des unscharfen Hintergrunds da nicht so sonderlich gut eintritt. Einmal zu nah am Objektiv, das heißt, wir sind jetzt im vorderen Schärfebereich, da wird dann das Motiv unscharf. Und einmal natürlich im perfekten Bereich, wo wir auch ein schönes Bokeh und einen schönen unscharfen Hintergrund eben schaffen. Und was sehen wir noch? Natürlich tritt das Objekt, wenn der Hintergrund unscharf wird, besser heraus. Das Stilmittel der Unschärfe wird auch oft in Serien und Filmen eingesetzt, um verschiedene Emotionen des Zusehers zu wecken. Aber dazu vielleicht mehr in einem späteren Video. So, heute war es recht technisch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da, damit ihr mich beim Kanalaufbau unterstützt. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, schreibt mir in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.